Ich grüße euch, meine lieben Leute, zu einem wunderschönen neuen Video und ich hoffe, bei euch ist alles richtig gescheit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der ein oder andere hat auf den sozialen Medien mitgekriegt, dass ich mir einen neuen Yamaha AV-Receiver gegönnt habe. Und da kamen auch direkt ganz viele Aufrufe von euch, hey, macht doch bitte mal ein Video dazu. Und was soll ich sagen? Hier ist das Video dazu. Wir werden mal schauen, was kann der mittlerweile 2 Jahre alte Kollege überhaupt, und werden mal über die Thematik AV-Receiver ein bisschen anders sprechen, denn einfach einen Haufen Lautsprecher dran anschließen, ist ja nur die eine Sache. Und man kann damit ja aber auch noch eine ganz andere Menge anstellen. Was man zum Beispiel damit noch alles machen kann, das klären wir einfach mal in diesem Video. Bleibt doch einfach dran, das würde mich freuen. Los geht's, euer Speaker Schocker. Mit in den Karton liefert Yamaha nicht nur den Verstärker, dazu kommt auch noch ein Quick Start Guide. Ja, Quick Start Guide. Mit dabei eine Registrierung, damit wir das Gerät registrieren können. Und was für mich ganz interessant ist, nochmal eine Zusatzinformation, dass das Gerät auch mit HDCP 2.3 Kompatibilität gar kein Problem hat mit dessen Kopierschutz. Dann haben wir hier noch Angebote von Spotify oder dergleichen, denn Spotify, Apple AirPlay 2, Deezer, Napster, Amazon Music, alles kein Problem. Damit wir unser Soundsystem auch ordentlich einmessen können, ist hier einmal eine Halterung für das Mikrofon mit dabei, damit wir eine Winkelmessung vornehmen können. Das Mikrofon an sich, und falls wir Dolby Atmos oder sowas realisieren möchten, dann haben wir hier auch noch einen Adapter für den Fuß, damit wir eine Höhenmessung machen können, damit der AV-Receiver auch weiß, wie hoch oder wo sind meine Lautsprecher in der Decke montiert. Dazu dann noch das Netzteil und Abdeckgitter für den Yamaha, falls der doch sehr ziemlich warm wird, damit man sich nicht direkt die Flossen verbrennt. Aber Yamaha so heiß, dass es heiß wird? Ne, habe ich noch nicht hingekriegt. Der ganze Receiver ist schon ein richtigen Brecher, also Fitnessstudio kann man sich sparen, wenn man 2 davon oder auch eine alleine reicht, mal ein bisschen im Regal oder auf dem Regal hin und her schleppen muss. 20 Kilo bringt er auf die Waage. Dabei ist er 43,5 cm breit, 47,5 cm tief und ich glaube 19,5 cm hoch. Also nicht gerade ein Winzling, aber hier steckt aber auch eine ganze Menge Technik drin. Das Gehäuse an sich ist schon mal sehr stabil verarbeitet und hat auch noch seitliche Verstrebungen, wenn man oben mal reinschaut. Das Ganze dient nochmal einfach dazu, dass wir hier weniger Resonanzen im Gerät haben, die dann den Klang beeinflussen können. In der Mitte angeordnet haben wir den Transformator. Links und rechts davon sitzen die beiden Endstufenbänke. Auf der einen Seite haben wir 4 Endstufen und dann auf der anderen Seite haben wir 5 Endstufen, so dass wir insgesamt hier in dem Gerät auf 9 Endstufen kommen. Weiter hinten im Gerät wird dann unten angebracht, wahrscheinlich denke ich mal die Vorstufe sein. Hinten wird auch wahrscheinlich die DA-Wandlung sein und das Videoprocessing. Als DA-Wandler kommt ein ES926 Pro und ein SABRE 9007S 32-Bit-Wandler zum Einsatz. Ich mag das Design von der Aventage-Serie ja richtig. Leider ist es die letzte Generation, die so aussehen wird. Und ich als Yamaha-Fan muss trotzdem sagen, die neue Generation, die kommen wird oder schon ein bisschen teilweise auf dem Markt ist, die gefällt mir nicht. Und wenn ich ihn hier nicht mehr so bekommen hätte, oh, dann hätte mir der Denon X8500H sehr gut gefallen. Aber okay, ich habe ihn ja noch gekriegt. Wunderbar. Natürlich fällt auf die große Klappe. Da schauen wir direkt mal, was sich da verbirgt. Man könnte ja meinen, das Gerät kostet jetzt noch um die 2150 Euro. Man könnte meinen, Opulenz lebt. Bei Yamaha leider nicht mehr ganz so. Ja? Natürlich, man kann ja sagen, oh, was haben wir denn hier richtig Geiles? Man haben wir hier Möglichkeiten, einige Sachen einzustellen, wo ich gleich noch mal ein bisschen im Video drauf eingehen werde. Aber was wir hier nicht mehr haben, das stört mich ein bisschen. Gut, die analoge Sektion ist noch da, vorher gab es aber auch noch einen analogen Videoeingang. Gut, drauf geschissen, brauche ich nicht. Was ich aber tatsächlich vermisse, ist ein HDMI-Eingang auf der Front, den haben sie gestrichen. Der USB-Anschluss ist noch da, liefert aber jetzt nur noch 1 Ampere und nicht mehr 2,4 Ampere, wie es bei meinem 3030 so war. Und lädt auch nicht mehr im Standby, auch gestrichen. Yamaha, why? Why? Warum? Ich kann es nicht verstehen. Warum tut man hier den HDMI-Anschluss weg? Nur weil es andere nicht nutzen, ist mir scheißegal, was andere machen. Ich nutze es ja gerne. Also da fehlt mir doch ein bisschen die Opulenz. Okay. Aber auch wie die Klappe sich hier wieder
Das ist was ganz Feines, auch wenn es sich hier drehen lässt oder so. Aber im Endeffekt fasst man die Front ja wirklich viel zu selten an. Ne? Macht man ja gar nicht. Man macht das alles über die mitgelieferte Fernbedienung, die ich im ersten Moment auch ein bisschen belächelt habe. Aber je öfter man diese benutzt und auch in der Hand hat und sie schmeichelt, dann ist das Ganze doch auch schon so, dass das Ganze Hand und Fuß hat und ist auch eigentlich auf dem ersten Moment überladen. Aber nach einer gewissen Eingewöhnungszeit denkt man sich, jawohl, da wo die Tasten sind, genau da erwarte ich die auch und genau da möchte ich die auch haben. Schöner Nebeneffekt, die Fernbedienung ist beleuchtet und sie ist eigentlich komplett geschlossen. Ja, wir haben ja nicht so übliche Tasten, wo dann zwischen einzelnen Tasten irgendwo noch eine Öffnung oder so ist, wo Flüssigkeit oder so eintreten kann. Haben wir hier nicht. Es ist hier komplett geschlossen. Die einzige Öffnung ist hier oben beim Schieberegler, wo wir die einzelnen Zonen einstellen können oder auch verwalten können. Kommen wir gleich auch noch zu. Gerade die Rückseite eines AV-Receivers ist ja für viele sehr imposant, aber auch zugleich ein bisschen überfordernd. Aber so schwer ist das Ganze gar nicht. Fangen wir mal hier oben an. Haben wir hier Antennen, einmal für Bluetooth oder WLAN. WLAN haben wir hier 2,4 GHz oder 5 GHz, ist gar kein Problem. Und dann haben wir hier HDMI-Anschlüsse. Das hier sind die HDMI-Eingänge, diese sind HDCP 2.2 kompatibel. Aber wir haben, glaube ich, gerade gesehen, also auch HDMI 2.3 ist hier gar kein Problem. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier mit 8K arbeiten können oder UHD mit 120 Bildern pro Sekunde, glaube ich jetzt mal nicht. Wir haben hier 7 HDMI-Eingänge. Und das ist auch das Interessante dabei. Ich nutze ja den AV-Receiver nicht nur, um da weiß wie viele Lautsprecher dran anzuschließen oder sowas, sondern ich schließe da auch meinen Fernseher dran an oder auch meinetwegen auch den Beamer. Und ich schließe hier weiß wie viele Sachen an. Also ich schließe zum Beispiel meine Kabelbox und Multimedia an, den Blu-ray-Player. Die Playstation habe ich jetzt auch mal probeweise angeschlossen, um zu gucken, wie sich es hier mit zocken lässt, ob wir da irgendwelche Latenzen oder sowas haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht wirklich großartig feststellen können. Finde ich schon mal ganz gut. Dann haben wir hier HDMI-Ausgänge. Da können wir dann einen Fernseher anschließen oder meinetwegen auch den Beamer. Gar kein Problem. Wir können auch noch woanders in der Küche oder meinetwegen Schlafzimmer, wie auch immer, noch einen anderen Fernseher anschließen und dort dann ein anderes Programm schauen als das, was wir hier gucken. Hier können wir zum Beispiel Bundesliga laufen lassen und hier dann, weiß ich nicht, einen Film oder sowas drüber ausgeben. Das ist alles gar kein Thema. Dann haben wir hier sogar noch einen Network-Anschluss, also LAN-Kabel rein, gar kein Problem, falls wir auf WLAN gar keinen Bock haben. Dann haben wir hier noch weitere Anschlüsse, den Komponenten-Video-Anschluss. Ich finde es gut, dass wir das Ganze dabei haben, denn so könnte ich tatsächlich meinen alten Videorekorder mal wieder anschließen, gucken, ob der überhaupt noch funktioniert und ob die Videokassetten noch funktionieren. Schön, dass es noch dabei ist. Des Weiteren haben wir hier analoge Video- und Audio-Eingänge. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir fast schon ein bisschen zu wenig. Was ich hier gänzlich vermisse, ist ein dedizierter Audioausgang, wie zum Beispiel Tape-Out, wie es bei anderen AV-Receivern oder bei anderen Verstärkern bekannt ist. Da können wir dann das Signal, das Audiosignal rausgeben, um zum Beispiel eine Kassette oder sowas aufzunehmen, was man ja früher ganz gerne getan hat. Ich zum Beispiel habe da mal meinen externen Kopfhörerverstärker angeschlossen. Hier muss ich einen ganz anderen Weg gehen. Aber kein Problem, da komme ich gleich zu, was ich da gedeichselt habe. Gut, wir haben ja einige Audio-Eingänge, zum Beispiel hier für einen Plattenspieler, ganz klar analog. Hier aber auch zum Beispiel können wir den CD-Player entweder analog oder meinetwegen auch digital hier reinspeisen. Und wir haben hier auch noch ein analoges Videosignal, entweder hier über Quarks können wir reingehen oder zur Not auch nochmal digital das Audiosignal. Das Videosignal können wir hier aber auch analog einspeisen. Und dann können wir hier dann bei AV 1 bis 4 dann dem Gerät sagen, pass mal auf, wo möchte ich denn jetzt die Sachen her haben? Entweder von dem HDMI-Anschluss oder hier von der analogen Sektion. Können wir dann im Menü auswählen. Und hier haben wir dann Audio- bzw. Pre-Out-Ausgänge. Das heißt, hier ist die Vorstufe. Hier können wir das Signal von der Vorstufe des Gerätes rausgeben und an externe Endstufen weitergeben. Interessant. Hier habe ich zum Beispiel sogenannte Zonen-Out. Hier könnte ich eine weitere Hörzone mit Audiosignal versorgen. Und hier dran habe ich meinen externen Kopfhörerverstärker angeschlossen. Oder auch hier könnte ich jetzt mein Tape Deck anschließen, um das Audiosignal, was hier rauskommt, dann halt über den Kopfhörerverstärker verstärken zu lassen oder halt um es auf Kassette aufzunehmen. Richtig schön finde ich, dass wir hier auch XLR-Ausgänge haben. Und auch nochmal zu erwähnen, wir haben ja auch XLR-Eingänge. Das heißt, ich habe eine richtig geile Endstufe oder sowas und möchte da meine Frontlautsprecher mit ansteuern oder sowas. Dann kann ich das hier problemlos machen. Finde ich gut, dass sowas jetzt auch mal hier langsam Einzug hält und nicht immer nur die RCA-Anschlüsse. Die Trigger-Anschlüsse, die sind auch recht interessant, denn damit könnte ich über den AV-Receiver
einige Sachen steuern. Zum Beispiel, ich könnte einen Subwoofer darüber schalten lassen. Das heißt, ich schalte jetzt den AV-Receiver ein und über den Triggeranschluss wird der Subwoofer angesteuert, dass er angehen soll, oder auch, wenn ich ihn ausmache, dass er ausgehen soll. Denn manchmal hat man ja das Problem beim Subwoofer, wenn er eine Ein- und Ausschaltautomatik hat, dass gerade dann, wenn es im Film irgendwo eine Explosion oder so ist, die gerade nur mal kurz ist, dass der Subwoofer noch nicht an ist und die Explosion gewesen ist und dann ist der Subwoofer erst an, dass wir eigentlich von dem richtigen Explosion, von dem Bums, gar nichts mitgekriegt haben, weil die Einschaltautomatik des Subwoofers ein bisschen zu lahmarschig ist. Könnte man, wenn der Subwoofer einen Triggeranschluss hat, hier drüber regeln. Man könnte auch andere Sachen regeln, zum Beispiel, dass sich die Beamer einschaltet oder die Leinwand runterfährt oder sowas, sobald ich eine gewisse Funktion im AV-Receiver ansteuere oder sowas, dass das passiert. Das ist hier noch ein Remote-Anschluss, wenn ich zum Beispiel den AV-Receiver im Regal oder woanders oder zum Beispiel in einem anderen Raum stehen habe, einen Technikraum oder sowas habe, dann ist es ja so, dass die Fernbedienung das Gerät nicht mehr richtig ansteuern kann. Dann kann ich hier noch eine Verlängerung, ein Remote-Kabel hinlegen und so dann das Gerät trotzdem noch, auch wenn es im anderen Raum steht, bedienen. Fernbedienen könnte man sagen. Und fernbedienen kann ich das ganze Gerät auch über eine Haussteuerung. Dafür ist dieser Anschluss hier noch gedacht. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob das heute noch so benutzt wird. Hier unten haben wir dann einfach Lautsprecheranschlüsse. Wir haben hier Möglichkeiten 11 Lautsprecher anzuschließen. Aber Achtung, 11 Lautsprecher kann dieser Verstärker nicht gleichzeitig befeuern, denn wir haben hier nur 9 Endstufen drin, aber 11 Vorstufen. Das heißt, wir könnten hier maximal uns ein System aufbauen von 7.2.4, wenn wir noch eine externe Stereo-Endstufe hinnehmen. Ansonsten haben wir nur 9 Kanäle. Gut, aber zu Lautsprecher-Terminals muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr extra noch groß was sagen. Werfen wir mal einen Blick in das Menü eines AV-Receivers, denn das ist eigentlich das Wichtigste. Lautsprecher und Sachen anschließen und einschalten ist die eine Sache, ist aber nicht ganz so geil. Bevor wir das Gerät dann wirklich, wenn wir es zum ersten Mal nutzen, sollte man tatsächlich auch wirklich eine Einmessung des Soundsystems machen. Mikrofon und alles, was wir brauchen, ist ja mit dabei. Und dann können wir hier noch einige Einstellungen vornehmen, so wie wir das möchten. Wir können die Lautsprecheranordnung einstellen. Wir können hier 2 Schemas einstellen. Ein Schema 2 habe ich mir jetzt noch gar nicht eingestellt, aber man könnte es machen. Zum Beispiel Schema 1, ich will einfach nur Musik hören und möchte eigentlich nur, dass da 2 Standlautsprecher laufen. Vielleicht auch noch den Center mit dabei, wenn man es mag. Und da kann ich sagen, pass auf, die sollen jetzt nicht so den Bass bringen, sondern vielleicht eher ein bisschen mehr die Höhen oder sowas haben. Wenn ich dann zum Beispiel noch einen Film oder sowas schauen möchte, dann kann ich mir Schema 2 einstellen oder halt Schema 1, wie ich es möchte. Und dann möchte ich dann die volle Dröhnung haben. Zum Beispiel hier kann ich hier 7.2 machen, so wie ich es mir aufgebaut habe. Wir können Endstufen zuordnen, wie wir das möchten. Wenn wir zum Beispiel noch weitere Lautsprecher anschließen möchten, denn wir haben ja nur 9 Endstufen, aber 11 Vorstufen. Da müssen wir irgendwo eine externe Endstufe anschließen. Und dann können wir hier dem Gerät sagen, wo haben wir das denn angeschlossen, wo soll das Ganze denn hin. Und hier Konfiguration, da kann man jetzt sagen, pass auf, was habe ich denn für Lautsprecher? Wie möchte ich das Ganze machen? Und da bin ich jetzt selber noch reichlich am Rumexperimentieren und am Ausprobieren, wie es mir, dem Klang, am besten gefällt. Ich kann sagen, pass auf, die Lautsprecher sind groß, laufen also im Full Range mit. Das heißt, auch der tiefste Bass wird an diese Lautsprecher wiedergegeben. Ich kann es jetzt aber auch sagen, es sind kleine Lautsprecher und dann kann ich hier sagen, pass auf, unter 40 Hertz oder unter 60 Hertz, unter 80 Hertz, komm, lass mal weg, brauche ich nicht. Gut, da bin ich noch, wie gesagt, selber ein bisschen am Rumexperimentieren, was ich da jetzt genau machen werde. Das kann man für jeden einzelnen Lautsprecher hier auswählen, für die Frontkanäle, für die Center-Kanäle oder auch für andere Lautsprecherkanäle oder auch für den Subwoofer. Da kann ich einstellen, ob ich den verwenden möchte und wenn ja, welche Phase und wie. Möchte ich ihn jetzt hier Stereo oder zweimal Mono verwenden? Was die Einmessung von Yamaha hier wirklich sehr perfekt gemacht hat, sie hat die Abstände der einzelnen Lautsprecher wirklich perfekt getroffen. Ich habe es dann nochmal selber nachgemessen und ich musste nur bei den Subwoofern manuell noch nachregeln, weil über den Abstand regle ich da noch ein bisschen den Bass, so wie ich das haben möchte. Aber auch da bin ich noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Aber die gesamten anderen Lautsprecher, das hat von der Entfernung her perfekt gepasst. Da war ich überrascht. Gut, hier können wir dann den einzelnen Pegel der Lautsprecher einstellen. Auch hier bin ich noch nicht so richtig sicher, wie ich das haben möchte. Kleiner Tipp, die Subwoofer, die habe ich hier extra auf 10 Dezibel hochgestellt, damit sie auch angehen, wenn es auch mal ein bisschen leiser jetzt ist und nicht direkt immer ausgehen und gar nicht mehr angehen. Denn bei manchen Subwoofern ist es doch schon, die brauchen ein bisschen Pegel, damit sie wieder angehen. Interessant ist hier, dass wir hier
bei jedem einzelnen Lautsprecher, wenn wir das möchten, die Frequenzen oder den Frequenzgang ziemlich stark beeinflussen und auch ändern können, so wie wir das möchten. Und das finde ich, ist bei Yamaha eine richtig tolle Sache. Ich mag ja diese Einstellungsmöglichkeiten. Aber auch hier bin ich noch nicht so wirklich, da bin ich auch noch am Rumexperimentieren, klanglich gesehen. Und das macht auch eigentlich beim AV-Receiver richtig Spaß. Was hier jetzt passiert ist, das weiß ich jetzt gerade nicht, was sich Yamaha dabei gedacht hat, denn hier ist mein ELAC-Subwoofer angeschlossen und den bei 39,4 Hertz derartig hochzudrehen, das ist für mich, der hat den ja 15,6 Hertz hat er den hier auf 6 dB hochgejubelt, okay. Warum er das jetzt gemacht hat, ist für mich ein Rätsel, okay. Kann man aber alles, wie man möchte, einstellen. Und man sollte sich auch die Zeit dafür einfach mal nehmen, denn da kann man noch mal eine ganze Menge rausholen. Yamaha ist ja bekannt für seine DSP-Programme, aber auch diese können wir hier noch richtig verfeinern und drin rumfuschen, wie wir es gerade möchten. Nehmen wir hier einfach mal Beispiel Hall in Munich oder sowas. Da können wir hier noch den DSP-Pegel einstellen, das heißt, wie stark soll denn dieser Effekt sein? Und wir können auch noch eine Verzögerung einstellen, wir können auch noch die Raumgröße einstellen, das heißt, wie stark soll denn jetzt der Nachhall sein, wann soll der Nachhall anfangen, wann soll er aufhören und solche Spirenzchen kann man ja alles machen, wenn man sich ausleben will und einfach rumtoben möchte. Und das finde ich ist richtig interessant. Was auch interessant ist, bei einigen gut funktioniert, bei mir aber nicht, das sind sogenannte virtuelle Lautsprecher. Ja, der Yamaha simuliert dann Lautsprecher, die gar nicht vorhanden sind. Zum Beispiel könnte man so, wenn man ein 5.1-System hat, weitere Rücklautsprecher simulieren lassen oder auf Frontlautsprecher, weitere Frontlautsprecher simulieren lassen. Ich habe das mal versucht, war jetzt nicht ganz so geil, muss ich sagen. Nein. Interessant sind die sogenannten Szene-Funktionen, denn da kann ich mir gewisse Sachen einfach hinterlegen, die direkt mit einem Tastendruck abgerufen werden sollen. Zum Beispiel, ich möchte Fernsehen. Beim Fernsehen möchte ich gerne diese und jene Soundeinstellung haben. Dann kann ich mir das einstellen und kann hier auch sagen, was soll noch mit alles eingestellt werden. Wir können hier eine ganze Menge einstellen. Wir können auch direkt sagen, pass auf, ich möchte, dass die Lautstärke dann, wenn ich diese Taste drücke, diese Szene habe, dass ich diese und jene Lautstärke habe. Mich hat mal einer in den Kommentaren gefragt, da wird die Szene, da wird es nicht optimal gemacht. Da hat er dann gesagt, glaube ich, es war so, dass in der einen Szene möchte, dass das so ist und der anderen Szene möchte dann, dass der Subwoofer auf einmal leiser ist oder gar nicht an ist und andere Lautsprecher wiederum auch lauter dann spielen oder sowas. Das geht so in der Szene-Funktion nicht. Man kann jetzt nicht im Lautsprechermenü dann einfach umstellen und das in der Szene dann auch so einspeichern. Wenn man das Lautsprechermenü umstellt oder die Einstellung der Lautsprecher, wie ich es gerade gezeigt habe, mit Pegel oder sowas alles, dann bleibt das natürlich für alle Sachen so stehen. Außer man sagt hier, ich möchte ein anderes Lautsprecherschema auswählen. Dann kann man das mit der Szene genauso einstellen. Wir können hier 8 Szenen einrichten, habe ich bis jetzt aber auch noch nicht gemacht. Mal gucken, ob ich das brauche. Aber so faul, dass ich jetzt nur noch eine Taste drücken muss, damit es läuft. Nee, so faul bin ich dann auch noch nicht. Aber trotzdem wirklich nice to have. Interessant könnte auch die HDMI-Steuerung sein. Denn damit können sich einige Geräte mit dem AV-Receiver ein- und ausschalten lassen über die sogenannte HDMI-Steuerung. Das heißt, mein angeschlossener TV am AV-Receiver schaltet sich ein, sobald ich den AV-Receiver einschalte. Oder ich schalte den DVD-Player ein und gleichzeitig schaltet sich dann somit der AV-Receiver ein und der Fernseher ein. So muss ich dann nicht jedes einzelne Gerät noch extra ein- oder ausschalten. Was mir wichtig ist, ist die Videobearbeitung. Und zwar kann ich hier bestimmen, erstmal ganz klar, was für eine Auflösung soll der AV-Receiver an meinem TV-Gerät ausgeben. Ich habe es jetzt hier einfach mal, gut, hier steht jetzt 4K, aber wir arbeiten hier mit 2160p, also eigentlich eher UHD. Gut, ich arbeite jetzt hier zurzeit mit UHD einfach mal testweise, denn ich habe auch manche Sender, die in UHD ausstrahlen und so finde ich das schon mal richtig gut. Was ich auch ganz gut finde ist, ich arbeite ganz gerne mit dem Bildprozessor hier im Yamaha selbst, denn der vom Fernseher ist nicht so gut wie der vom AV-Receiver. Hier kann ich mir zum Beispiel noch mal ein bisschen Detail
Details aus dem Bild rausholen. Ich kann mir noch ein bisschen Schärfe reinholen. Ich kann, gut, Helligkeit kann ich jetzt auch noch einstellen, wenn ich lustig bin. Ich kann den Kontrast ein bisschen bearbeiten und ich kann noch mal ein bisschen mehr Farbe reinholen, dass das Bild vielleicht noch mal ein bisschen lebendiger wird oder sowas. Oder vielleicht sogar, wenn zu viel Farbe ist, noch mal ein bisschen runterregeln. Über Netzwerk oder Bluetooth, da muss ich jetzt, glaube ich, nicht viel sagen. Hier kann ich Netzwerk, hier kann ich ihn dann mit einem Netzwerk verbinden, entweder direkt ein LAN-Kabel anschließen oder auch über WLAN, gar kein Problem. Und Bluetooth kann ich auch hier deaktivieren oder aktivieren. Ich lasse es einfach aktiviert, denn so könnte ich mal eben schnell mit dem Handy mal eben schnell was über Bluetooth, über den Verstärker hören. Multizone ist für mich dahingehend sehr interessant, denn wir haben ja gesehen, einen richtigen Audioausgang für Tape oder meinetwegen für den externen Kopfhörerverstärker, wie ich es verwende, haben wir nicht. Und da gehe ich dann über die Zonenfunktion raus. Ich habe es einfach mal jetzt bei Zone 3 gemacht. Da kann ich jetzt sagen, pass auf, gib mir das Signal an den Cinch-Buchsen aus, wie wir es gerade auf der Rückseite gesehen haben. Und hier kann ich dann noch einzelne Einstellungen machen. Hier zum Beispiel, welche Lautstärke soll denn das Signal haben, was da aus den Cinch-Buchsen, was für eine Stärke soll das haben? Ich habe das jetzt hier einfach mal auf maximal gemacht, denn wenn ich jetzt mit einem Plattenspieler das Ganze mache, dann muss ich hier schon richtig Gas geben, damit ich am Ausgang auch einen ordentlichen Pegel habe. Wir können natürlich auch eine Grundlautstärke machen, aber das brauche ich ja alles nicht. Wir können ja alles Mögliche noch einstellen, wie wir das Ganze haben möchten. Was ich noch kurz ansprechen möchte, ist bei Yamaha neu die Sound AI-Funktion. Diese Funktion analysiert 5-mal pro Sekunde das Klangerlebnis oder beziehungsweise den Ton und möchte das auf diese Art und Weise noch mal ein bisschen, ich sag mal, intensivieren. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Sagen wir mal bei Dialogen oder so, erkennt er sofort, aha, es ist ein Dialog und den möchte ich noch mal ein bisschen verbessern, dass die Sprachverständlichkeit nochmal um einiges besser wird. Genauso, wenn Effekte auf einmal da sind oder so, dass diese nochmal ein bisschen aufgeplustert werden und einfach nochmal ein bisschen, ich sag mal, knalliger rüberkommen sollen. Dabei greift das System auf eine Datenbank zurück, die gefüttert wird mit oder gefüttert wurde, beziehungsweise immer noch gefüttert wird, mit zigtausenden Videomaterial, Videostunden von unterschiedlichsten Sachen, von Musik, von Serien, von Filmsequenzen und. Finde ich auf der einen Sache interessant und auf der anderen Sache doch eher unnötig. Man sieht hier zum Beispiel jetzt hier, wenn ich jetzt hier auf Musik umschalte, dann erkennt er, okay, es ist Stereo. Dann soll das Ganze auch schön vorne, links, rechts alles stattfinden. Und wenn wir hier mal gucken, hier jetzt zum Beispiel umschalten zu einer Sitcom oder sowas, dann haben wir Dialoge, dass er dann eher vorne dann hinschaltet. Und wenn von hinten dann die Lacher kommen, dass er dann hinten auch zuschaltet. Das funktioniert wunderbar. Man hört nicht, dass die Lautsprecher irgendwie ein- oder abgeschaltet werden. Das funktioniert wunderbar. Aber für mich ist es ehrlich gesagt Fluch und Segen zugleich. Manchmal hört es sich gut an und manchmal eher nicht so. Schauen wir noch mal kurz in die App hinein. So ist es auch hier wunderbar möglich, noch weitere Einstellungen vorzunehmen. Zum Beispiel kann ich hier den Eingang ganz einfach wählen, was ich gerade machen möchte. Radio hören, TV, was auch immer. Alles schön hier auf dem Display aufgeführt, wirklich einfach zu bedienen, gar kein Problem. Des Weiteren können wir aber auch noch ein Soundprogramm uns auswählen und hier im Soundprogramm noch einige Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel hier, keine Ahnung, nehmen wir mal hier so ein Standard-TV-Programm, sage ich jetzt einfach mal zum Ton mäßig. Und dann kann ich hier noch weitere Einstellungen vornehmen, wie ich das Ganze eben möchte, ohne dass ich jetzt auf dem Fernseher das Menü mir anzeigen lassen muss oder sowas. Das könnte ich dann einfach machen während einer Aufnahme oder sowas. Besonders interessant finde ich es, wenn wir den neuen Channel Stereo Modus uns einmal anschauen, dass wir hier dann auch sagen können, pass auf, ich möchte, dass der Ton aus einer ganz gewissen Richtung kommt. Und das ist schon beängstigend. Ich kann hier sagen, das soll mir genau von vorne in die Fresse donnern, gar kein Problem. Ich kann aber sagen, das soll von hinten kommen. Kein Problem. Ich kann auch sagen, pass auf, der soll direkt hier so nah wie möglich an mein Ohr ran. Und das funktioniert richtig gut. Da kriegt man schon fast Angst. Schnelle Option kann ich hier in der App auch mal ganz schnell eben anwählen, wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte ein bisschen mehr Bässe oder Höhen oder sowas haben. Oder der Dialogpegel soll noch mal ein bisschen angehoben werden. Alles gar kein Problem. Ich kann aber auch sagen, pass auf, ich möchte einen Fernzugriff haben. Dann habe ich nämlich quasi hier mein Handy als Fernbedienung und kann dann hier auch das Menü aufrufen und so an Fernseher anzeigen lassen, wie als hätte ich jetzt eine Fernbedienung in der Hand. Und das funktioniert nochmal richtig flotter als zum Beispiel beim 3030. Am Anfang, als ich den RXA 3080 aus dem Karton geholt habe, war ich ein bisschen skeptisch und habe sogar übers Gerät gemeckert, weil mir einfach ein paar wichtige Anschlüsse fehlen. Gut.
Die hinteren Anschlüsse mit dem Audioausgang konnte man ja mit einer Zone wunderbar umgehen. Was mir immer noch fehlt, ist der HDMI-Anschluss vorne, aber auch das kann man regeln, gar kein Problem. Der Grund für den Umstieg war aber einfach, dass ich jetzt endlich mal mit UHD richtig was machen kann. Das kann ich mit dem 3030 nicht so gut. Der 3080 perfekt dafür geeignet. Und ich wollte ihn jetzt halt noch haben, bevor vielleicht wegen der neueren Generation, die kommt, nicht mehr zu haben ist. Und die neue Generation gefällt mir halt nicht so. Klanglich habe ich jetzt eigentlich noch nicht mal so viel erwartet. Wir haben immer noch dieselben Endstufen mit denselben Leistungsdaten. Bei einem Kanal sind es an 4 Ohm 230 Watt und im Stereo-Modus haben wir bei 8 Ohm 150 Watt. Das ist schon mal gut. Gemessen wird das Gerät mal im 7-Kanal-Modus, dann haben alle Endstufen 69 Watt geleistet und im 5-Kanal-Modus 125 Watt. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, mit wie viel Ohm da gearbeitet worden ist. Ich gehe jetzt einfach mal von 4 Ohm aus. Gut, aber was da klanglich dann doch passiert ist, das hat mich umgehauen. Ja? Nicht, dass der RXA 3030 diesbezüglich schlecht wäre, aber man merkt doch eine deutliche Weiterentwicklung in den letzten Jahren. Ich gehe mal davon aus, dass die Signalverarbeitung oder die Signalwege in dem RXA 3080 deutlich verbessert worden sind, als es noch beim 3030 der Fall war. Man hört es auch. Gerade als man eine Einmessung gemacht hat und man macht dann mal was an, egal ob das jetzt Musik ist oder ob es ein Film ist, die ersten Klänge, das reicht schon, fällt vom Stuhl. Das ist richtig geil, wenn man vorher den 3030 als Vergleich mal hernimmt. Das ist wirklich ein ganz gewaltiger Unterschied. Es ist alles viel räumlicher, viel klarer zu hören. Also man kann genau herausdifferenzieren, wo ist jetzt was im Film. Und wenn man das dann auf dem Fernseher sieht, man kauft es dem genau so ab, wie es da gezeigt wird. Das kriegt der RXA 3080 wirklich eine ganz andere Hausnummer besser hin. Was er richtig gut hingekriegt hat, ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat, und zwar ist es ja so, dass mein Center überhalb des Fernsehers mit einem gewissen Winkel angebracht ist. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber hier für mich ist es die beste Option. Und er schafft es sogar, wenn ich auf der Couch sitze, dass sich der Sound vom Center so anhört, als würde er direkt aus dem Fernseher kommen und nicht aus dem Lautsprecher kommen. Das habe ich mit dem RXA 3030 versucht irgendwie hinzukriegen. Es hat auch nur irgendwie geklappt, aber nicht ganz richtig. Und das finde ich richtig geil. Also soundmäßig finde ich es richtig geil. Ich bin dann noch hier und da ein bisschen was am Rumexperimentieren, am Ausprobieren. Das wird auch noch einige Wochen dauern, denn das ist halt so mache ich das gerne. Und man kann das auch gerne machen und das empfehle ich auch jedem selber. Man kann ja nicht viel falsch machen. Man kann viel mehr damit machen, als einfach nur Lautsprecher anschließen, das anschließen, anmachen und laufen lassen. Man kann da wirklich sehr viel mehr mitmachen. Ich lasse die ganzen Fernsehsignale da drüber laufen, denn dafür ist es gedacht und dafür nutze ich es auch. Einfach nur Lautsprecher anschließen oder sowas. Da könnte ich mir auch ein paar Stereo-Endstufen dahinstellen, da brauche ich keinen AV-Receiver für. Ich wollte mit dem Video einfach euch mal einen Anstoß geben, wenn ihr einen AV-Receiver euch zulegen wollt, wofür ihr ihn braucht, wofür werdet ihr ihn nutzen. Und wenn ihr einen zu Hause habt, beschäftigt euch doch mal damit und holt vielleicht noch ein bisschen mehr raus, als es jetzt schon ist, wenn ihr das nicht schon getan habt. Schließt doch einfach mal, wenn ihr das noch nicht getan habt, Fernseher drüber an und alles. Benutzt doch einfach mal die Vorzüge, denn das ist richtig cool. Und ich bedanke mich jetzt bei euch für dieses, ich sag mal, andere Video, sehr viel Laber-Video und wahrscheinlich für den einen oder anderen auch ziemlich langweiliges Video. Trotzdem bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen zu den Geräten oder generell irgendwie zu AV-Receivern haben, wie man vielleicht irgendwas einstellen kann oder irgendwie sowas, dann schreibt es auch ganz einfach mal unten in die Kommentare und dann schaue ich mal, ob ich bezüglich zum 3080 oder so, ob ich da mal ein Video zu raushauen kann oder sowas. Oder ob ich auch so euch dann weiterhelfen kann. Also, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und damit bin ich jetzt doch am Ende dieses, ich nenne es mal doch, anderen Videos angekommen. Schön, dass ihr da wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben da oder lasst den Kanal ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und dann würde es mich noch mehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal zusammen wiedersehen. Macht's bis dahin gut, bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speaker Schocker. Tschüss.